Also ich habe ein Studio in Hannover, da habe ich halt so einen 16 Quadratmeter Raum, der voll mit Vintage-Equipment steht im Grunde genommen, was nicht mehr fähig war, wirklich eine lange Reise anzutreten. Und ich habe hier in Barcelona in meiner Wohnung ein kleines Setup. Da habe ich halt das übliche, einen Wandler, zwei kleine Speaker, einen Computer, eine Maschine Studio. Und das reicht mir im Grunde genommen jetzt schon, so das Wichtigste zu machen. Blaze it up, man. Yeah. That's how we do it right here. Truth, man, what I like is I drink motherfucking water to it. Yes. Jetzt im neuen Studio haben wir die neue Maschine discovered, coole Beats schnell zu sketchen. Mit der heutigen Möglichkeit ist es wirklich möglich, du hast etwas gemacht im Club, es kommt auf eine Idee und dann später im Flugzeug versuchst du dich nochmal in diesen Mut dann reinzuversetzen und dann versuchst du das nachzusketchen. Deswegen arbeite ich immer gerne mit jemandem zusammen im Studio. Ja, diese Preset-Sounds sind da und sie sind teilweise sehr, sehr gut. Ich meine, ich weiß, dass sich da vielen Leuten die Nackenhaare hochstellen, wenn sie hören, oh, du benutzt Presets. Ja, ich benutze sie wahrscheinlich, weil sie keiner benutzt. Ich habe keine Ahnung. Ich find's ziemlich gut und was auch schön ist an solchen Presets ist natürlich, dass das einem auch eine Idee gibt, von da aus an zu arbeiten und zu editieren. Also es ist nicht immer ganz leicht, einen Sound von Null zu starten. Und gerade auch, wenn man einfach schnell was bei Hand haben will, weil man in einem gewissen Denk- und Produktionsflow ist, ist das natürlich eine großartige Unterstützung. Ja, die Drumsyn-Module sind eigentlich für mich der Highlight der ganzen Maschine, muss ich sagen. Also einfach fantastisch. Es gibt unendliche Möglichkeiten an Adjustment und da kann man im Grunde genommen so lange tunen, bis die Lieblings-Bassdrum, die man von so einem Funksong gesampelt hat, ordentlichen Bass hat und vor allen Dingen sich nicht aufhebt. Also es ist eine ganz großartige Hilfe, aber auch individuell sind die Sounds einfach großartig. Also ich brauche teilweise auch gar keine großen Equalizer mehr. Wenn ich anfange, einen tollen Kompressor auf manche Sounds zu schieben, dann klingt der Sound möglicherweise sogar schlechter am Ende, als er vorher klang. Also der Standard des Sounds ist sehr, sehr hoch. Was viele der neueren Generationen auch eigentlich gar nicht wissen, also alles, was wirklich auch abgegangen ist, Timo Maas mäßig, in den frühen 2000ern speziell, ist halt auch alles von Martin produziert worden. Wir haben auch alles hier im größten Teil einen Raum weiter, hier in Hannover in den Time Tool Studios produziert und es war schon eine sehr intensive, sehr geile und auch eine sehr erfolgreiche Zeit. Wie gesagt, die heutige Generation kennt Martin so, was er halt auch ist, als genialen Sounddesigner, als genialen Performancer, Producer, Songwriter. Er hat schon einfach so viel auf der Kiste. Es ist also schon unglaublich, nach wie vor. Ja, zusammen mit der Kick. Das nennt man Groove. Ich habe über Jahre halt den XS-Sampler benutzt und habe im Grunde genommen niemals eine Art Sampler oder eine Software gefunden, die wirklich kompatibel auf allen Ebenen ist. Und der Machine macht genau das für mich. Also ich kann all meine persönlichen oder meine private Library einfügen. Ich habe viele Preset-Sounds und das ist im Grunde genommen unendlich und das ist einfach kompatibel für alle Host-Programme, ob es nun Pro Tools ist, Logic, Ableton, Nuendo oder Cubase. Also es funktioniert einfach überall und ist ja mehr oder weniger so universal, was natürlich auch hilft, wenn man mit anderen Leuten ins Studio geht und so im Grunde genommen so ein bisschen zu Hause findet. Jetzt klingt's wieder gut. Sehr schön.